Moin, ich komme frisch aus Berlin wieder und habe viele spannende Dinge entdeckt und habe das zum Anlass genommen, mal über ein paar Dinge nachzudenken. Ich war in dem neuen Lego Store in der Mall of Berlin in Berlin und statt diesen Bechern, die wahrscheinlich viele kennen, gab es eine Pappschachtel. Und außerdem war ich im Megastore von Blue Bricks und habe an der Mega Brick Bar 1,7 Kilo Steine mitgenommen. Und da das jetzt ja ganz viele verschiedene Dinge sind, habe ich mir gedacht, wir gucken einfach mal, was das Einzelne hier eigentlich so alles bedeutet. Ich fange mal an mit diesen Bechern. In den Lego Stores gibt es Wände. Pick a Brick hieß es, glaube ich, mal früher. Ich glaube, mittlerweile heißt es irgendwie anders. Ich merke mir den Namen aber irgendwie nicht. Und es gibt diese Becher. Es gibt den großen Becher, 17,99 €. Es gibt den kleinen Becher, 9,99 €. Diese Becher kann man so befüllen, wie man das möchte. Es muss am Ende halt dieser Deckel oben drauf passen. Dann geht man damit zur Kasse, das Ganze wird verklebt und man bezahlt es und hat eben einen Becher voller Steine. Je nachdem, was man für Steine mitnehmen will, lohnt sich das richtig. Vor allem viele kleine Teile, ne, macht man hier alles randvoll. Man kann oben in die Noppe von dem Becherdeckel noch Steine reinmachen. Es gibt im Internet ganze Anleitungen darüber, wie ich Steine oder Bricks aufeinander baue, um hier möglichst das Volumen auszunutzen und dann mit kleinen Teilen noch aufzufüllen. Es hängt aber auch stark davon ab, was es gerade für Steine in der Wand gibt, die man benutzen kann. Wenn man das bezahlt, dann kommen auf die Becher noch diese Aufkleber hier mit drauf. Man sieht ihn hier in Gelb, wunderbar. Und das bedeutet, wenn ich mit diesem Becher wieder zurück in den Lego Store gehe und fülle diesen Becher neu auf, dann kriege ich bei dem großen Becher 75 Cent Rabatt, bei dem kleinen kriege ich 50 Cent Rabatt. Ich selber, deswegen sind hier zum Beispiel auch keine Aufkleber drauf, mache das nie. Ich möchte diese Becher haben. Man sieht es hier oben, ich habe hier hinter mir ganz viele von diesen Bechern. Ich benutze die quasi ständig zum Steine sortieren, zum Sachen zusammensammeln, beim Bauen einfach mal voll machen oder wieder dann zum Aussortieren oder so. Ich benutze die Becher ständig. Die haben unten auch eine Einkerbung, man kann die also super aufeinander stapeln. Und zwar groß und klein, wild durcheinander gemischt. Ich finde das total gut. Ich weiß aber, dass es auch Leute gibt, die kaufen und die Becher danach nicht mehr gebrauchen können. Wobei ich immer nicht verstehe, wie sie dann im Müll landen können, weil irgendjemand im Umfeld wird doch diese Lego-Becher als reine Becher auch durchaus benutzen wollen. Da Lego aber versucht jetzt nachhaltiger zu werden, gibt es seit Ende März bei Lego zumindest in dem einen Store in der Mall of Berlin Pappbecher bzw. Pappkartons dafür. Groß zur Verdeutlichung, das ist der große Pappbecher, also das Äquivalent hierzu. Dieser Becher hat, danke an der Stelle an Zusammengebaut und Promobricks, die darüber schon mal berichtet haben und ich deswegen ein paar schlaue Zahlen habe. Dieser Becher hat 970 Milliliter, diese Box hat 933 Milliliter Volumen. Bei den Bechern, ich habe die kleinen Karton nicht, aber der kleine Becher hat 470 Milliliter und die kleine Box hat 466 Milliliter. Kosten tun die genau dasselbe. Ich kriege aber keinen Rabatt, wenn ich die Kiste wieder mitbringe und sage, hier Lego, ich verwende die jetzt nochmal. Das funktioniert leider nicht. Im Lego Flagship Store am Kudamm, also beim KDW, gibt es auch nur die Becher aktuell. Getestet wird es wirklich nur in der Mall of Berlin. Und ich habe von den Mitarbeitenden schon gehört, so gut kommen die Kisten nicht an. Die Leute wünschen sich tatsächlich die Becher wieder und die selber waren auch ein bisschen so, wir gucken mal, was da überhaupt so passiert. Die Box hier ist noch nicht offen und ich versuche jetzt mal diesen Aufkleber, der ist übrigens tatsächlich ganz nett, also hier kommt ein einzelner Aufkleber drauf in Form eines Schlosses. Den habe ich jetzt mal abgemacht und klebe ihn mir aber auf die Box. Das finde ich ganz nett. Habe ich vollgestopft mit allen möglichen an Teilen. Ein paar Steine, ein paar Tiles. Und ich fülle das jetzt einfach mal in diesen großen Becher um. Und ich habe keine Mühe gegeben. Ich habe da nicht irgendwie reingestapelt oder so. Ich habe das wirklich einfach alles reingekippt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera... Ich komme mal ein Stück näher. Doch, man kann das ein bisschen erkennen. Das ist wirklich einfach alles reingekippt. Und das mache ich jetzt mit dem Becher auch mal. Und wenn ich jetzt alle, die daneben gefallen sind, reinmache, dann habe ich auch einfach mit der Ich schütte sie zusammen Methode gut einen großen und einen halben kleinen Becher zusammengekriegt. Das ist ja ganz nett, aber um jetzt mal rauszukriegen, wie das so volumentechnisch wirklich aussieht und um auch einen Vergleichswert nachher mit den Blue Brick Sachen zu haben, habe ich mir gedacht, ich hole mal diese Dose.
Diese Dose ist komplett voll mit hellblauen Diamanten. Die benutze ich immer als Wasserfläche in meiner Lego-Stadt. Und damit mache ich jetzt mal diesen Becher komplett voll und dann füllen wir das mal in die Kiste um und dann gucken wir mal, wie es mit dem Volumen ist, weil diese kleinen Diamanten, die sind halt relativ dicht, wenn sie übereinander gekippt sind. Und das heißt, wir haben nicht so viel Luft drin. Und ich glaube, wir können das dann eigentlich ganz gut miteinander vergleichen, wie das aussieht. So, ich würde sagen, der Becher ist gut gefüllt, strichvoll oben. Und jetzt fülle ich das mal in die Pappschachtel um und wir gucken mal, wie das aufgeht. Tatsächlich würde ich sagen, die Kiste ist voll. Sie geht noch zu. Sie ist so voll, wie sie mit den anderen Teilen eben auch war. Sie ist überall so ein bisschen ausgebeult, aber ich hätte kein schlechtes Gewissen damit zu Lego zu gehen und zu sagen, ich will die jetzt so mitnehmen. Es sind aber unten, ne, also man sieht es hier so ein bisschen, es sind noch einige drin. Das heißt, je kleiner die Packdichte wird, dann passt es vielleicht doch nicht mehr. Ich gucke jetzt mal, ich kippe das jetzt mal hier alles noch rein. Und wahrscheinlich kriegen wir das auch noch zu. Ja, also es geht deutlich schwerer, aber auf jeden Fall wäre es noch machbar zu sagen, okay, dass wenn die Diamanten komplett hier drin sind, dann kriegen wir die auch komplett hier reingeschüttet. Was bei knappen 37 Millilitern Volumenunterschied, also die ist ja 37 Milliliter kleiner, auch vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Kommen wir jetzt mal zu Bluebricks. Bluebricks fährt einen komplett anderen Plan. Es gibt bei der Mega Brick Bar zumindest da in Berlin im Ringcenter, wo ich vorher übrigens auch noch nie war, unfassbar viele Fächer. Ich habe mal überschlagen, es müssen knapp 2500 sein. Vielleicht sind es auch deutlich mehr. Ich glaube, es sind deutlich mehr, weil ich habe nur eine Ecke ausgerechnet. Und ich habe eine halbe Stunde nichts anderes gemacht, als da rumzugehen und mal zu gucken, was es so für Steine gibt. Bluebricks richtet nach Gewicht ab. 100 Gramm kosten 4,95 € und wenn ich die 500 Gramm Grenze überschreite, dann zahle ich nur noch 3,95 € pro 100 Gramm. Das, was wir hier haben, also diese Tüten voll und dieser Eimer voll, mit hier noch 4 Teilen, die hier daneben liegen, das sind 1,7 Kilo. Das ist ein bisschen abgerundet, das sind glaube ich eigentlich 60 Gramm mehr und sie haben 67,15 € gekostet. Und das finde ich durchaus einen fairen Preis, muss man sagen. Vor allem, weil die Auswahl einfach signifikant größer ist. Also ich habe hier super lange Bricks, ich habe Technik-Bricks, es gab sogar Gummiringe, also habe ich ein paar Gummiringe mitgenommen. Ich habe super viele Zahnräder, ich habe Teils in verschiedenen Farben, Formen, Varianten und alles Mögliche, was es da so gab. Ich habe noch mehr Techniksteine, ich habe Pflanzen, ich habe Türen, Fenster, Slopes. Es ist wirklich der pure Wahnsinn. Wenn ihr, also bei Bluebricks standen diese Becher hier, diese Eimer rum und man ist damit rumgegangen, hat das alles so voll gemacht, dann wird es ausgewogen und kommt dann in große Zipverschlussbeutel. Ihr könnt aber für 1,50 € auch so einen Deckel mitnehmen, also ohne den Inhalt, der wird ja gewogen und extra abgerechnet. Fand ich aber ganz nett, hier auch der Leitspruch, Noppensteine kann man nie genug haben und ich dachte mir, so ein Eimer als kleines Souvenir für diesen Einkauf nehme ich auf jeden Fall mal mit. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass wir nach Gewicht bezahlen, werden die kleinen Teile natürlich irgendwie teurer in großer Menge. Hingegen große Teile, die halt nicht schwer sind, aber viel Platz brauchen, die werden billiger. Vor allem aber ist es so, dass es beim Packen sehr viel einfacher ist. Während ich bei Lego immer auf irgendwie eins dieser Volumina hier begrenzt bin und irgendwie gucken muss, wie da meine Steine reinpassen oder sowas, ist das bei Bluebricks halt egal. Ich kann da halt so große Teile nehmen, wie es da nur gibt, weil das ist vollkommen uninteressant. Es gibt aber natürlich auch einen kleinen Nachteil. Zum Beispiel bei diesem blauen Röhrenteil hier, da ist hier oben vom Spritzguss noch ein Rest dran. Ich habe da mal eine Nahaufnahme von gemacht und den muss ich jetzt hier quasi erstmal noch abziehen. Habe ich jetzt hier getrennt, man sieht das glaube ich nicht so gut von meinem blauen T-Shirt, aber hier sind jetzt quasi Plastikreste übrig. Ich glaube, das würde es bei Lego so nicht geben, aber vermutlich kostet das Teil da auch 2,50 €. Das andere, es gab hier diese Pflanzenelemente in Gelb, Orange und in Rot. Und wir wissen alle, die sind bei Lego schweineteuer. Und ob ich die in den Farben, also zumindest in Rot, jetzt mal wirklich irgendwie brauche, kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe mir gedacht, naja, die sind halt super leicht.
die werden halt quasi nichts kosten, nehme ich mal eine Handvoll jeder Farbe von mit. Die fassen sich ein bisschen nicht so wertig an wie bei Lego, muss ich sagen, in dem Fall. Aber ansonsten bin ich mit den Steinen von Bluebricks ja ziemlich zufrieden, vor allem bei den ganzen Star Trek Sachen. Und deswegen habe ich auch wirklich alles Mögliche mitgenommen, was ich gebraucht habe. Ich baue gerade an ein paar Sachen, dafür brauchte ich zum Beispiel Steine, habe ich da gesehen, 2 Hände, 3 Hände, 4 Hände voll einfach reingemacht und mitgenommen. Und wenn das alles mal auseinander sortiert ist, dann ist A, sehr viel Zeit ins Land gegangen. Vor allem aber glaube ich, dass mein Steinelager damit wirklich ja, deutlich besser ausgestattet ist, als es das jetzt ist. Um jetzt aber einen Preisvergleich zu haben zu Lego, gibt es meines Erachtens ein kleines Problem. Das eine ist die Auswahl. Jetzt ist es so, dass ich in dem Fall hier an der Mega Brick Bar war, also wirklich groß, wirklich, wirklich viele Teile. Ich war neulich bei Bluebricks in Bielefeld, da war die Brick Bar deutlich kleiner. Ich habe da auch Teile mitgenommen. Das war auch super und die Auswahl war für mich auch vollkommen in Ordnung und der Preis war auch vollkommen in Ordnung für mich. Aber es ist selbst in Bielefeld kein Vergleich gewesen zu Lego, weil die in ihren Teilen deutlich, deutlich limitierter sind. Also ich würde sagen, im Vergleich zum Lego Store jetzt in Berlin, zu dem Bluebricks Store in Bielefeld, sind es immer noch Faktor 5, 6 mehr Teile, die Bluebricks vor Ort hatte. Im Vergleich zu dem Megastore in Berlin von Bluebricks Faktor 400 gefühlt, vielleicht auch noch mehr. Das ist, ja, also das ist wirklich, wirklich groß. Deswegen, weil das von den Teilen her so schwierig ist, würde ich sagen, ich wiege mal, was die Diamanten aus dieser Kiste kosten, die ja auch in diesen Becher komplett reinfassen und 18 Euro bei Lego kosten. Das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, weil ich ja eben gesagt habe, kleine Teile sind besonders teuer, weil sie halt auch viel Gewicht mitbringen auf die Fläche. Ich fülle das jetzt aber mal um und dann gucken wir gleich mal, was rauskommt. So, das Ganze ist umgefüllt. Wir haben 709 Gramm, die jetzt in diesen Diamanten hier drin sind. Das dürfte umgerechnet so grob 28 Euro sein und ist damit natürlich deutlich teurer als bei Lego, nämlich 10 Euro teurer, was quasi ein Drittel ist, wenn wir jetzt mal ganz grob rechnen. Das heißt, mit den Diamanten würde ich bei Lego 18 Euro zahlen, bei Bluebricks würde ich 28 Euro zahlen. Da ist, glaube ich, die Wahl dann doch relativ einfach, wo man hingeht. Wie gesagt, für die großen Teile lohnt sich das aber trotzdem absolut. Und ich glaube, alleine für die Auswahl der Teile, die wir haben, hat sich das bei Bluebricks in jedem Fall voll gelohnt, weil so eine Auswahl habe ich in dem Lego Store noch nicht gesehen. Letztlich wird es für jeden aber selber die Entscheidung sein, was man gerne machen möchte, was man bauen möchte. Ich habe bei Bluebricks zum Beispiel von den Verkäufern gehört, dass Leute mit Listen in den Laden kommen, weil sie Mocks bauen wollen und halt ganz gezielt diesen oder jenen Stein brauchen und davon halt 50, 100, 200 Stück. Und dann ist das natürlich eine Sache, die man sich vorher sehr genau überlegt hat. Wie gesagt, gerade große Steine werden sich da in jedem Fall auf jeden Fall lohnen. Und die werden wahrscheinlich auch eine Menge Spaß dabei haben, die Sachen zusammenzusuchen, denn das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei mir heißt es jetzt auf jeden Fall erstmal diese 1,7 Kilo Steine zu sortieren und sie dann im Teilelager verschwinden lassen. Wird auf jeden Fall ein spannender Abend.